Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lea Talk. Hi zusammen. Wir freuen uns so sehr, dass ihr heute bei uns seid. Ich bin Lea und das ist Finn. Wir machen Videos, um euch zu helfen, jeden Tag Deutsch zu sprechen. Genau. Bitte gebt diesem Video ein Like und abonniert unseren Kanal. Das hilft uns wirklich sehr. Heute sprechen wir über tägliche Routinen. Wir werden das Hörverständnis üben, nützliche Redewendungen lernen und eine unterhaltsame Unterhaltung führen. Seid ihr bereit? Los geht's. Lea, wie geht es dir heute? Mir geht es gut, Finn. Ein bisschen müde. Oh nein, müde? Warum denn? Ich bin heute sehr früh aufgestanden, um 6 Uhr morgens. 6 Uhr? Das ist früh. Ja, aber ich habe ein großes Frühstück gemacht. Eier und Brötchen mit Butter. Das ist ein guter Start in den Tag. Ich bin um 7 Uhr aufgewacht. Schön. Was hast du zuerst gemacht? Zuerst habe ich meine Zähne geputzt. Dann habe ich ein Glas Wasser getrunken. Ah, gesund. Das gefällt mir. Also, tägliche Routinen. Wir machen jeden Tag mehr oder weniger die gleichen Dinge. Ja, ich denke, meine Routine ist einfach, aber vielleicht langweilig. Oh, nicht langweilig. Bequem. Eine gute Routine ist bequem. Also, erzähl mir nochmal von deinem Morgen. Mehr Details bitte. Okay. Nachdem ich aufwache, ist das Erste, was ich mache, ich schalte meinen Wecker aus. Ah ja, die allererste Aktion. Ich schalte den Wecker aus. Richtig. Dann, ich sitze einfach eine Minute auf meinem Bett. Ich mag nicht sofort aufspringen. Ich verstehe. Ich sitze auf dem Bett und wache langsam auf. Genau. Dann stehe ich auf. Ich stehe aus dem Bett auf. Machst du dein Bett? Mein Bett machen? Manchmal. Nicht jeden Tag. Ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Ich mache immer mein Bett. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Okay, ich mache mein Bett. Ich werde versuchen, es öfter zu tun. Es ist ein schöner kleiner Erfolg für den Tag. Und dann? Dann gehe ich ins Badezimmer. Ich putze meine Zähne. Mit kaltem oder warmem Wasser? Kalt. Immer kaltes Wasser. Es weckt mich mehr auf. Bei mir warmes Wasser. Wir sind unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Dann wasche ich mein Gesicht. Gut, ich auch. Ich wasche mein Gesicht mit Seife. Ja, mit Seife. Dann schaue ich in den Spiegel. Und du denkst, ich brauche einen Haarschnitt. Woher weißt du das? Jeden Morgen denke ich, ich brauche einen Haarschnitt. Das ist ein universeller Gedanke. Und dann die Dusche. Ja, ich dusche schnell und heiß. Singst du unter der Dusche? Ich singen? Oh nein, mein Gesang ist nicht gut. Das glaube ich nicht. Ich denke, du hast eine schöne Stimme. Vielleicht nur für dich. Dann, nach der Dusche, trockne ich mich mit einem Handtuch ab. Ich trockne meine Haare. Ich ziehe mich an. Ja, ich ziehe meine Kleidung an. Unterwäsche, Socken, Hose, Hemd. Du hast gesagt, Jeans und ein T-Shirt für die Arbeit. Ist deine Arbeit leger? Ja, sehr leger. Ich kann Jeans tragen. Das ist schön. Meine Arbeit ist, ich trage ein schönes Hemd oben für das Video und eine Schlafanzughose unten. Wirklich? Das ist lustig. Es ist ein Geheimnis. Verrat es meinen Schülern nicht. Ein Geheimnis ist bei mir sicher. Also, du bist angezogen. Dann Frühstück. Du hast eins schon gekocht. Großes Frühstück. Ja. Ich mache Eier in einer Pfanne. Und ich lege Brot in den Toaster. Brötchen. Das klingt lecker. Ich habe nur Müsli und Joghurt. Sehr schnell. Schnell ist auch gut. Isst du am Tisch? Nein, ich stehe normalerweise in der Küche. Schlechte Angewohnheit. Ich sitze am kleinen Tisch und schaue aus dem Fenster. Ich trinke meinen Orangensaft. Das ist eine schöne Gewohnheit. Ein friedlicher Moment. Das ist es. Dann beginnt das Problem. Problem? Welches Problem? Das Problem mit dem Verlassen des Hauses.
Ich kann meine Sachen nie finden. Oh nein! Was verlierst du? Meine Schlüssel, meine Geldbörse, mein Handy. Jeden Tag ist es eine Suche. Finn, du brauchst einen besonderen Platz dafür. Eine Schale bei der Tür. Eine Schale? Das ist eine gute Idee. Ich lege meine Schlüssel in die Schale. Ja, versuch es. Dann kannst du sagen, ich nehme meine Schlüssel aus der Schale und gehe. Ich werde es versuchen. Dann verlasse ich das Haus. Ich schließe die Tür ab. Sehr richtig. Ich schließe die Tür ab. Dann gehe ich zu meinem Auto. Ich steige ein. Ich starte den Motor. Und du fährst zur Arbeit. Ist der Verkehr schlimm? Manchmal, wenn viel Verkehr ist, höre ich Radio. Was hörst du? Die Nachrichten oder Musik? Ich mag Morgenmusik. Schön. Mein Arbeitsweg ist anders. Ich gehe von meiner Küche zu meinem Schreibtisch. Der beste Arbeitsweg. Kein Verkehr. Stimmt, Minnenbakan. Wenn ich an meinem Schreibtisch ankomme, schalte ich meinen Computer ein. Ich mache dasselbe. Ich komme im Büro an, sage Hallo zu meinen Freunden und schalte meinen Computer ein. Was ist das Erste, was du am Computer machst? Ich überprüfe meinen Kalender. Ich schaue mir meine Besprechungen für den Tag an. Klug. Ich überprüfe meinen Zeitplan. Das mache ich auch. Dann checke ich meine E-Mails. So viele E-Mails. Immer so viele. Ich lese sie und beantworte die wichtigen. Trinkst du deinen Kaffee am Schreibtisch? Ja. Meine erste Tasse Kaffee ist am Schreibtisch, während ich E-Mails lese. Es ist ein Ritual. Ritual? Das ist ein gutes Wort. Eine besondere Gewohnheit, die du auf die gleiche Weise machst. Ja, ein Ritual. Was ist dein Arbeitsritual, Lea? Nachdem ich E-Mails gecheckt habe, mache ich eine Liste. Ich mache eine To-Do-Liste. Oh, das sollte ich tun. Meine Liste ist in meinem Kopf. Eine Papierliste ist besser für mich. Ich schreibe Unterricht planen, Video aufnehmen, Schüler anrufen. Das ist organisiert. Dann gibst du deine erste Unterrichtsstunde. Ja, um 9:30 Uhr. Ich spreche mit Schülern aus der ganzen Welt. Das ist so interessant. Sprechen Sie über Ihre Routinen? Manchmal. Meine Schülerin in Tokio wacht sehr früh auf. Mein Schüler in Sao Paulo geht sehr spät zur Arbeit. Es ist unterschiedlich. Wow. Die Welt hat viele verschiedene Routinen. Das stimmt. Was ist mit deinem Morgen bei der Arbeit? Besprechungen? Ja, normalerweise eine Besprechung um 10 Uhr. Wir sprechen über unsere Projekte. Was sagst du in der Besprechung? Ich sage, guten Morgen zusammen. Ich sage, das ist mein Fortschritt. Ich sage, ich brauche Hilfe dabei. Sehr nützliche Sätze. Das ist mein Fortschritt. Ich brauche Hilfe. Ja. Dann, nach der Besprechung, arbeite ich am Computer. Ich schreibe Berichte. Das klingt ruhig. Es ist manchmal zu ruhig. Also spreche ich mit meinem Kollegen Sam. Worüber sprecht ihr? Oh, Smalltalk. Wie war dein Wochenende? Hast du das Fußballspiel gesehen? Schön. Soziale Zeit ist wichtig bei der Arbeit. Dann kommt die Mittagszeit. Ja. Ich bekomme Hunger um 12:30 Uhr, aber ich esse um 13 Uhr. Warum wartest du? Weil die Kantine um 12:30 Uhr sehr voll ist. Ich gehe später. Es ist ruhig. Klug. Was ist dein Lieblingsmittagessen? Ich mag das Schnitzel. Und Suppe. Tomatensuppe. Das klingt gut. Ich esse auch manchmal Suppe. Einfach zu machen. Hörst du auf zu arbeiten für das Mittagessen? Ich versuche es. Ich sitze an meinem Küchentisch. Ich schaue nicht auf meinen Computer. Gute Regel. Ich brauche diese Regel. Ich esse manchmal an meinem Schreibtisch. Nicht so gut. Du brauchst eine Pause. Du hast recht. Nach dem Mittagessen fühle ich mich langsam. Meine Energie ist niedrig. Das Nachmittagstief. Ich kenne es.
Ich trinke dann Tee. Tee, nicht Kaffee? Grüner Tee. Er hat weniger Koffein. Es ist sanfter. Vielleicht werde ich das versuchen. Mein Nachmittag ist mehr Computerarbeit. Manchmal eine weitere Besprechung. Und du machst Feierabend um 17 Uhr. Ja, 17 Uhr. Ich schalte meinen Computer aus. Ich verabschiede mich von meinen Freunden. Ich beende die Arbeit. Ich packe meine Tasche. Ja, ich packe meine Tasche. Dann gehe ich zu meinem Auto. Der Feierabendverkehr. Ist der schlimmer als am Morgen? Schlimmer. Mehr Verkehr. Also höre ich Podcasts. Oh, gute Idee. Welche Art von Podcasts? Über Wissenschaft oder Geschichte. Ich lerne Dinge. Das gefällt mir. Du nutzt deine Zeit gut. Und dann kommst du nach Hause. Ich komme nach Hause. Ich öffne die Tür und ich sage, ich bin zu Hause. Auch wenn niemand da ist. Ja, eine Gewohnheit aus der Kindheit. Dann stelle ich meine Tasche ab. Ich ziehe meine Schuhe aus. Ich ziehe mich in bequeme Kleidung um. Ja, sehr wichtig. Ich ziehe meine Jeans aus und ziehe eine Jogginghose an. Das beste Gefühl. Das ist es wirklich. Dann denke ich über das Abendessen nach. Muss ich zum Laden gehen? Ich überprüfe den Kühlschrank. Pflichtig. Ich öffne den Kühlschrank und schaue. Haben wir Gemüse? Haben wir Reis? Und wenn nicht, machst du eine Einkaufsliste. Ja, wir brauchen Milch. Wir brauchen Zwiebeln. Ich schreibe es auf mein Handy. Dann gehst du zum Supermarkt. Ja, ich fahre zu Rewe. Ich nehme einen Einkaufswagen. Ich gehe durch die Gänge. Gänge? Das sind die Linien zwischen den Regalen, oder? Richtig. Ich gehe durch die Gänge und finde, was ich brauche. Kaufst du nur das, was auf deiner Liste steht? Nein, niemals. Ich sehe immer Schokolade und ich kaufe Schokolade. Eine kleine Belohnung. Eine kleine Belohnung für nach dem Abendessen. Dann gehe ich nach Hause und koche. Was kannst du kochen? Ich kann Nudeln kochen. Ich kann Reis mit Gemüse und Hähnchen kochen. Einfache Dinge. Das ist großartig. Ich koche Wasser für Nudeln. Ich schneide das Gemüse. Ja, ich schneide das Gemüse. Manchmal schneide ich mir ein bisschen in den Finger. Oh nein, sei vorsichtig. Ich bin vorsichtig, aber es passiert. Dann koche ich alles in einer Pfanne. Es riecht sicher gut. Ich hoffe es. Dann esse ich normalerweise vor dem Fernseher. Du schaust die Nachrichten? Nein, ich schaue eine lustige Sendung. Ich muss nach der Arbeit lachen. Das ist eine gute Idee. Ich esse am Tisch, aber ich schaue etwas auf meinem Tablet. Gleiche Idee. Dann das Geschirr. Ich hasse diesen Teil. Ich räume die Spülmaschine ein. Ich habe keine Spülmaschine, also wasche ich das Geschirr von Hand. Oh, das dauert Zeit. Du wäschst, ich trockne. In meinen Träumen, Finn. In meinen Träumen. Ich wasche und ich trockne alles. Du bist eine gute Frau, Lea. Dann eine richtige Entspannungszeit. Ja, ich sitze auf dem Sofa. Ich rufe vielleicht meine Eltern an, Wie oft rufst du sie an? vielleicht 2-mal pro Woche. Ich sage, hallo Mama, wie war dein Tag? Das ist schön. Familie ist wichtig. Das ist sie. Dann spiele ich vielleicht 30 Minuten ein Videospiel. Oder ich lese. Was liest du gerade? Ein Kriminalroman. Es ist spannend. Schön. Und dann beginnt die Nachtroutine. Ja, gegen 22 Uhr denke ich an Schlaf. Ich dusche manchmal, aber normalerweise am Morgen. Ich nehme eine warme Dusche am Abend. Es hilft mir beim Einschlafen. Dann putzt du wieder deine Zähne. Natürlich. Ich benutze Zahnseide. Sehr wichtig. Zahnseide. Ich vergesse das immer. Finn, versuche dich zu erinnern. Dann Hautpflege. Ich trage Lotion auf. Hautpflege. Für mich gehe ich einfach ins Bett. Okay. Dann stellst du deinen Wecker für den nächsten Tag. Ja, ich stelle meinen Wecker auf 6:15 Uhr, aber ich möchte ihn auf 6:30 Uhr ändern. Guter Plan. Mehr Schlaf.
Dann gehst du ins Bett. Liest du im Bett? Nein, ich schaue auf mein Handy. Ich weiß. Schlecht. Es ist eine häufige, schlechte Angewohnheit. Versuche stattdessen, dein Buch zu lesen. Ich werde es versuchen. Du bist ein guter Einfluss. Was machst du? Ich lese ungefähr 20 Minuten. Dann schalte ich das Licht aus. Ich sage Gute Nacht zu dir. Du sagst gute Nacht zu mir in deinen Gedanken? Ja. Gute Nacht, Lea. Schlaf gut. Das ist so süß, Finn. Mandy, ich sag auch gute Nacht zu dir. Dann schlafen wir ein. Und die Routine beginnt am nächsten Tag wieder. Es ist ein Kreislauf. Ein guter Kreislauf, denke ich. Das denke ich auch. Routinen sind nicht langweilig. Sie geben uns Struktur. Sie geben uns Zeit für die wichtigen Dinge. Wie Frühstück am Fenster essen. Wie deine Familie anrufen. Wie Deutsch mit euch lernen. Ja, genau. Okay. Lasst uns einige nützliche Sätze anschauen, die ihr verwenden könnt. Ja, praktische Beispiele. Zum Beispiel, wie man nach jemandes Morgen fragt. Genau. Du kannst mich fragen, um wie viel Uhr wachst du auf? Um wie viel Uhr wachst du auf, Finn? Ich wache um 7 Uhr auf. Seht ihr? Um wie viel Uhr ist sehr nützlich. Lass uns noch einen über die erste Aktion machen. Gut. Du kannst fragen, was ist das Erste, was du am Morgen machst? Was ist das Erste, was du am Morgen machst, Finn? Das Erste, was ich mache, ist ein Glas Wasser zu trinken. Also, das Erste, was ich mache, ist eine großartige Phrase. Jetzt über Frühstücksgewohnheiten sprechen. Wie wäre es mit, was isst du normalerweise zum Frühstück? Was isst du normalerweise zum Frühstück, Finn? Ich esse normalerweise Eier und Brötchen. Oder manchmal nur Müsli. Ich esse normalerweise ist perfekt. Lass uns über das Fertigmachen sprechen. Eine häufige Frage: Wie lange brauchst du, um dich fertig zu machen? Wie lange brauchst du, um dich fertig zu machen, Lea? Ich brauche ungefähr 30 Minuten. Ich brauche ist so nützlich für Zeit. Jetzt die Fahrt zur Arbeit oder Schule. Ja. Wie kommst du zur Arbeit? Wie kommst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Auto. Du kannst auch sagen, ich fahre mit der U-Bahn oder ich gehe zu Fuß. Was ist mit der Frage, wann jemand seinen Tag beginnt? Du kannst fragen, um wie viel Uhr beginnst du mit der Arbeit? Um wie viel Uhr beginnst du mit der Arbeit, Lea? Ich beginne die Arbeit um 9 Uhr. Meine erste Unterrichtsstunde ist um 9:30 Uhr. Einfach. Lass uns ein Problem üben. Dinge verlieren. Oh, ich kenne dieses. Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Wo hast du sie hingelegt? Hast du in deiner Tasche nachgeschaut? Wo hast du sie hingelegt, ist eine hilfreiche Frage. Über Mittagsroutinen sprechen. Wo isst du normalerweise zu Mittag? Wo isst du normalerweise zu Mittag? Ich esse normalerweise an meinem Schreibtisch. Nicht die beste Gewohnheit. Ich esse normalerweise an oder ich esse normalerweise in. Und die wichtige Nachmittagsfrage. Trinkst du am Nachmittag Kaffee? Trinkst du am Nachmittag Kaffee, Lea? Nein, das tue ich nicht. Ich trinke am Nachmittag Tee. Also, trinkst du für Ja- oder Nein-Gewohnheiten? Den Arbeitstag beenden. Eine gute Phrase. Um wie viel Uhr machst du Feierabend? Um wie viel Uhr machst du Feierabend? Ich mache gegen 17:30 Uhr Feierabend. Dann schließe ich meinen Computer. Ich mache gegen ist häufig. Pläne nach der Arbeit. Was machst du nach der Arbeit? Was machst du nach der Arbeit? Ich gehe manchmal ins Fitnessstudio. Oder ich gehe direkt nach Hause. Ich gehe direkt nach Hause bedeutet keine Stopps. Über Hausarbeiten sprechen. Ein sehr nützlicher Satz. Ich muss die Wäsche waschen. Ich muss heute die Wäsche waschen. Ich auch. Ich muss auch Staubsaugen. Ich muss für notwendige Aufgaben. Abendessen kochen. Ein einfacher Plan. Ich werde heute Abend Nudeln kochen. Ich werde heute Abend Nudeln kochen. Möchtest du welche? Ja, bitte. Ich etwa einen Plan. Um Hilfe bei einer Hausarbeit bitten.
Kannst du mir beim Geschirr helfen? Kannst du mir beim Geschirr helfen, Finn? Natürlich kann ich. Ich wasche, du trocknest. Kannst du mir helfen bei ist perfekt. Abendliche Entspannung. Ich schaue gerne fern, um mich zu entspannen. Ich schaue gerne fern, um mich zu entspannen. Und du? Ich höre gerne Musik. Ich mache gerne für deine Vorlieben. Die Schlafenszeitfrage. Um wie viel Uhr gehst du ins Bett? Um wie viel Uhr gehst du ins Bett? Ich versuche bis 23 Uhr ins Bett zu gehen. Ich versuche ist ehrlich, weil wir manchmal spät dran sind. Lass uns noch einen machen. Ein Problem mit dem Schlaf. Okay. Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Oh nein, ich konnte letzte Nacht auch nicht schlafen. Ich habe über die Arbeit nachgedacht. Ich konnte nicht für etwas, das du nicht tun konntest. Perfekt. So viele praktische Sätze. Zuhörer, ihr könnt all diese in eurem Tag verwenden. Ja, versucht jeden Tag einen neuen Satz zu benutzen. Das ist großartige Übung. Jetzt gehen wir 50 wesentliche Phrasen für tägliche Routinen durch. Finn, kannst du mir helfen? Klar. Das sind Phrasen, die wir die ganze Zeit benutzen. Wie ich wache früh auf. Gute. Und wir können auch sagen, ich wache spät auf. Es bedeutet das Gegenteil. Früh ist wie 6 Uhr morgens, spät ist wie 10 Uhr morgens. Richtig. Als nächstes, ich schalte meinen Wecker aus. Ja, der Wecker macht das Geräusch. Ausschalten bedeutet das Geräusch stoppen. Sehr wichtige erste Aktion. Ja. Dann, ich stehe aus dem Bett auf. Das bedeutet, du stehst auf. Du verlässt das Bett. Du bleibst nicht im Bett. Ich strecke meine Arme. Oh, das ist eine gute. Eine kleine Aktion. Du streckst dich so, um deinen Körper aufzuwecken. Ich mache mein Bett. Das bedeutet, du ordnest die Laken und Decken an, damit es schön aussieht. Wög, es macht das Zimmer ordentlich. Ich gehe ins Badezimmer. Ja, du rennst nicht. Du gehst. Ein ruhiger Morgen Ich putze meine Zähne. mit einer Zahnbürste und Zahnpasta. Wir machen das normalerweise 2-mal am Tag Ich wasche mein Gesicht. mit Wasser und Gesichtswaschmittel. Es lässt dich frisch fühlen. Ich dusche. Oder ich bade. Eine Dusche ist stehend. Ein Bad ist sitzend im Wasser. Beides ist zum Sauberwerden Ich trockne meine Haare. mit einem Handtuch. Manche Leute benutzen einen Föhn, eine Maschine. Ich ziehe mich an. Es bedeutet, du ziehst deine Kleidung an. Das Gegenteil ist, ich ziehe mich aus. Ich mache Frühstück. Machen bedeutet vorbereiten oder kochen. Ich mache Kaffee. Ich mache Brötchen. Ich esse Frühstück. Einfach, du hast deine Morgenmahlzeit. Ich trinke Kaffee. Oder Tee oder Saft. Trinken für Flüssigkeiten. Ich lese die Nachrichten. Vielleicht auf deinem Handy. Es bedeutet, du überprüfst, was in der Welt passiert. Ich füttere mein Haustier. Wenn du eine Katze oder einen Hund hast, gibst du ihnen Futter. Ich verlasse das Haus. Du gehst nach draußen. Du bist nicht mehr im Haus. Ich schließe die Tür ab. Sehr, sehr wichtig für die Sicherheit. Du benutzt einen Schlüssel, um sie abzuschließen. Ich gehe zur Bushaltestelle. So fährst du mit dem Bus. Die Bushaltestelle ist der Ort, wo du wartest. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Du benutzt dein Auto. Ich fahre bedeutet, du bist der Fahrer. Ich komme bei der Arbeit an. Ankommen bedeutet, du kommst dort an. Du erreichst dein Büro. Ich schalte meinen Computer ein. Einschalten bedeutet, die Maschine zu starten. Das Gegenteil ist ausschalten. Ich überprüfe meine E-Mails. Du schaust dir deine Nachrichten an. Du liest sie. Ich habe eine Besprechung. Eine Besprechung haben bedeutet, du gehst zu einer Diskussion mit Leuten für die Arbeit. Ich arbeite an einem Projekt. Du machst deine Aufgaben. Ein Projekt ist ein großes Arbeitsstück. Ich mache eine Pause. Du hörst für eine kurze Zeit auf zu arbeiten. Vielleicht 5 oder 10 Minuten. Ich esse zu Mittag. Die Mittagsmahlzeit. Manchmal sagen wir,
Ich habe Mittagessen. Ich gehe zum Mittagessen raus. Das bedeutet, du verlässt dein Büro zum Essen. Du gehst in ein Restaurant. Ich mache Feierabend. Du bist fertig für den Tag. Deine Arbeit ist beendet. Ich packe meine Tasche. Du legst deine Sachen in deine Tasche, um nach Hause zu gehen. Ich verabschiede mich von meinen Kollegen. Kollegen sind deine Mitarbeiter. Du sagst ihnen, bis morgen. Ich erledige Besorgung. Das bedeutet, du machst kleine Aufgaben, wie zur Post oder Bank gehen. Ich gehe Lebensmittel einkaufen. Du gehst zum Supermarkt, um Essen zu kaufen. Ich komme nach Hause. Du kommst an deinem Haus an. Nach Hause kommen ist sehr gebräuchlich. Ich lege meine Schlüssel weg. Du findest einen Platz für sie, wie in einer Schale, damit du sie nicht verlierst. Ich ziehe mich um. Du ziehst deine Arbeitskleidung aus und ziehst bequeme Kleidung an. Ich überprüfe die Post. Du schaust in deinen Briefkasten nach Briefen. Ich entspanne mich ein bisschen. Du machst nichts. Du ruhst dich aus. Du lässt dich beruhigen. Ich fange an, Abendessen zu kochen. Du beginnst die Abendmahlzeit zu machen. Ich decke den Tisch. Du legst Teller, Gabeln, Messer auf den Tisch. Du bereitest dich aufs Essen vor. Das Essen ist fertig. Du kannst das sagen, um allen zu sagen, dass das Abendessen fertig gekocht ist. Ich wasche das Geschirr. Du reinigst die Teller und Tassen nach dem Essen. Ich bringe den Müll raus. Du bringst den Müllbeutel nach draußen. Ich schaue die Nachrichten. Du schaust das Nachrichtenprogramm im Fernsehen. Ich scroll auf meinem Handy. Eine sehr moderne Phrase. Es bedeutet, du schaust auf Social Media hoch und runter. Ja, wir alle machen das. Aber vielleicht nicht zu lange. Ich rufe eine Freundin an. Du sprichst am Telefon mit einer Freundin, um zu plaudern. Ich mache einen Spaziergang. Ein kurzer, langsamer Spaziergang draußen. Vielleicht in deinem Viertel. Ich mache etwas Sport. Vielleicht gehst du ins Fitnessstudio. Oder machst Yoga zu Hause für deine Gesundheit. Ich dusche. Wieder, ja. Manche Leute duschen am Abend. Ich dusche vor dem Schlafengehen. Ich putze meine Zähne. Wieder. Immer vor dem Schlaf. Sehr wichtig. Ich stelle meinen Wecker für morgen. Du wählst die Zeit, zu der dein Wecker am Morgen klingen soll. Ich lese ein Buch im Bett. Eine gute Gewohnheit, um dir zu helfen, schläfrig zu werden. Ich schalte das Licht aus. Das Letzte, was du tust, Der Raum wird dunkel. Ich schlafe ein. das ist, wenn du tatsächlich anfängst zu schlafen. Du schließt deine Augen und schläfst. Perfekt, Finn. Diese sind so nützlich. Zuhörer, versucht jeden Tag ein paar zu lernen. Lea, wir haben heute viele Wörter benutzt. Können wir über einige davon sprechen? Natürlich, das ist eine großartige Idee. Welches Wort zuerst? Das Wort Routine. Was bedeutet Routine nochmal? Wir benutzen es viel für dieses Thema. Die Routine. Es ist ein Substantiv. Es bedeutet die üblichen, normalen Dinge, die du jeden Tag machst, oft in der gleichen Reihenfolge. Es ist dein regelmäßiges Muster. Zum Beispiel, meine Morgenroutine ist Aufwachen, Zähne putzen, Kaffee machen. Ich verstehe. Also, meine tägliche Routine beinhaltet Arbeit, Kochen und Fernsehen. Es ist mein normales Leben. Genau. Es ist kein besonderer Tag. Es ist dein Routinetag. Was ist ein anderes Wort? Entspannen. Was bedeutet entspannen? Entspannen ist ein Verb. Es bedeutet sich ausruhen, ruhig werden, nicht beschäftigt oder gestresst sein. Zum Beispiel, nach der Arbeit entspanne ich mich auf dem Sofa mit einem Buch. Okay. Also entspanne ich mich, wenn ich Musik höre. Es bedeutet, ich arbeite nicht. Ich bin einfach ruhig. Perfekt. Es ist das Gegenteil von arbeiten oder sich sorgen. Was ist mit Lebensmitteln? Wir sagten Lebensmittel kaufen, oder? Die Lebensmittel ist ein Substantiv im Plural. Sef, es bedeutet das Essen und andere Dinge, die du im Supermarkt kaufst. Wie Milch, Brot, Obst, Gemüse, vielleicht Toilettenpapier. Also, ich kaufe Lebensmittel bedeutet, ich gehe zum Laden und besorge Essen für mein Zuhause. Ja, du kannst auch sagen, ich muss ein paar Lebensmittel holen. Es ist dasselbe. Gut. Ein anderes Wort. Arbeitsweg.
Du hast es vorhin gesagt. Der Arbeitsweg. Es ist ein Substantiv und ein Verb. Dein Arbeitsweg ist die regelmäßige Fahrt, die du zur Arbeit und zurück nach Hause machst. Zum Beispiel, mein Arbeitsweg ist 40 Minuten. Als Verb, ich pendle zur Arbeit mit der Bahn. Also ist mein Arbeitsweg 30 Minuten mit dem Auto. Ich fahre zum Pendeln. Das ist es. Es ist der Reiseteil deiner Routine. Jetzt, wie wäre es mit Gewohnheit? Die Gewohnheit. Das ist eine gute. Was ist eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist ein Substantiv. Es ist etwas, das du regelmäßig machst, oft ohne darüber nachzudenken. Es kann gut oder schlecht sein. Zum Beispiel, 2-mal am Tag Zähne putzen ist eine gute Gewohnheit. Und zu viel aufs Handy schauen ist eine schlechte Gewohnheit, oder? Ja, eine sehr häufige schlechte Gewohnheit. Gewohnheiten sind automatisch. Ich habe eine Frage. Was bedeutet schlummern? Oh, schlummern oder die Schlummertaste auf einem Wecker. Die Schlummertaste ist eine Taste, die du drückst, um 5 oder 10 Minuten mehr zu schlafen. Also, ich drücke die Schlummertaste bedeutet, ich drücke sie, um mehr Schlaf zu bekommen. Also schlummern bedeutet ein bisschen mehr Schlaf. Ich brauche 10 weitere Minuten zum Schlummern. Genau, ein sehr nützliches Wort für morgen. Was ist mit Besorgungen? Du sagtest Besorgungen erledigen. Besorgungen sind kleine, kurze Aufgaben, die du außerhalb des Hauses erledigen musst. Wie zur Post gehen, zur Bank gehen, die Reinigung abholen. Besorgungen erledigen bedeutet, mehrere dieser kleinen Aufgaben zu machen. Also am Samstag erledige ich Besorgungen. Ich gehe zur Apotheke und zur Bank. Ja, sie machen keinen Spaß, aber sie sind notwendig. Ein anderes Wort, wesentlich. Du sagtest wesentliche Phrasen. Wesentlich ist ein Adjektiv. Es bedeutet sehr, sehr wichtig und notwendig. Etwas, das du haben musst. Zum Beispiel, Wasser ist wesentlich für das Leben. Für unsere Lektion, diese Phrasen sind wesentlich für euer tägliches Deutsch. Also sind meine Schlüssel wesentlich, um das Haus zu verlassen. Ja, das sind sie. Wie wäre es mit dem Wort frisch? Wie sich frisch fühlen? Frisch ist ein Adjektiv. Es kann sauber und kühl bedeuten. Nachdem du dein Gesicht wäschst, fühlst du dich frisch. Es kann auch neu bedeuten, wie frisches Brot. Also, ich brauche etwas frische Luft bedeutet, ich muss nach draußen gehen und saubere Luft atmen. Perfekt. Das ist eine großartige Phrase. Was bedeutet ordentlich? Du sagtest ordentliches Zimmer. Ordentlich ist ein Adjektiv. Es bedeutet sauber, organisiert, mit allem an seinem Platz. Das Gegenteil ist unordentlich. Ich mache mein Bett, um mein Zimmer ordentlich zu halten. Und das Verb? Ich räume mein Zimmer auf. Ja, aufräumen bedeutet, einen Ort ordentlich zu machen. Ein bisschen aufräumen. Ich muss meinen Schreibtisch aufräumen. Er ist sehr unordentlich. Ich glaube dir. Also, was ist mit Fortschritt? Wir sagten mein Fortschritt bei der Arbeit. Der Fortschritt ist ein Substantiv. Es bedeutet Vorwärtsbewegung, Verbesserung, wie viel du getan hast. Ich habe guten Fortschritt bei meinem Bericht gemacht bedeutet, ich habe viel Arbeit daran geleistet. Also auf Deutsch kann ich sagen, ich mache Fortschritte. Ja, das ist eine ausgezeichnete Sache, zu sagen, Tim Dämein, es bedeutet, du wirst besser. Gut. Ich fühle, dass ich Fortschritte mache. Was bedeutet sozial? Wie soziale Zeit? Sozial ist ein Adjektiv. Bildend, es geht darum, mit anderen Menschen zu sprechen und Dinge zu tun. Medan, soziale Zeit, ist Zeit, die du mit Freunden oder Kollegen verbringst. Nicht arbeitend. Medan, soziale Medien sind Medien, um online mit Menschen zu sprechen. Also ist eine soziale Person jemand, der gerne mit Menschen zusammen ist, richtig?
Du bist eine soziale Person, Lea. Manchmal. Was ist das Wort für das Gegenteil? Wenn du allein sein willst? Das könnte ruhige Zeit sein. Oder Zeit allein. Oder ich brauche etwas Raum. Aber eine Person, die gerne allein ist, wird oft introvertiert genannt. Ah, okay. Philipp, kein Wort für heute, vielleicht. Für Billing, lass uns ein einfaches machen. Walper Verkehr. Der Verkehr ist ein Substantiv. Es bedeutet alle Autos, Busse und Lastwagen auf der Straße. Es gibt viel Verkehr bedeutet, die Straße ist sehr voll und die Autos bewegen sich langsam. Also starker Verkehr ist schlecht und leichter Verkehr ist gut. Genau, sehr klar. Das letzte, für jetzt, notwendig. Notwendig ist ein Adjektiv wie wesentlich. Es bedeutet gebraucht, erforderlich. Du musst es haben oder tun. Schlaf ist notwendig für gute Gesundheit. Es ist notwendig, die Tür abzuschließen. Also ist es notwendig, Lebensmittel zu kaufen, weil wir essen müssen. Ja, sehr logisch. Gute Arbeit, Lea. Wir haben viele nützliche Wörter wiederholt. Danke, Finn. Das hilft sehr. Wir haben heute viel über tägliche Routinen gesprochen. Das haben wir wirklich. Ich habe das Gefühl, wir haben alles abgedeckt. Von morgens bis abends. Von ich schalte meinen Wecker aus, bis ich schlafe ein. Ein ganzer Tag auf Deutsch. Genau. Ihr habt lange zugehört, geübt. Ihr habt so viele neue Phrasen und Wörter gelernt. Und ihr habt uns nachgesprochen. Das ist so wichtig für euer Sprechen. Das ist es wirklich. Tolle Arbeit an alle. Ich weiß, es kostet Mühe. Ja, tolle Arbeit. Denkt daran, ihr müsst nicht alles heute lernen. Das stimmt. Wählt einfach 1 oder 2 neue Sätze aus, benutzt sie morgen. Vielleicht sagt ihr, ich muss morgens mein Bett machen. Oder ich mache um 17 Uhr Feierabend. Kleine Schritte. Übt jeden Tag ein bisschen Deutsch. Das ist der allerbeste Weg, um sich zu verbessern. Sogar nur über eure Routine auf Deutsch nachzudenken hilft. Jetzt putze ich meine Zähne. Jetzt mache ich Kaffee. Perfekt. Das ist eine wunderbare Idee. Macht Deutsch zu einem Teil eurer täglichen Routine. Unsere Frage des Tages für die Kommentare ist sehr einfach. Ja, wir wollen wissen, was ist ein Teil eurer täglichen Routine, den ihr wirklich genießt? Zum Beispiel, ich genieße wirklich meine erste Tasse Kaffee am Morgen. Es ist meine ruhige Zeit. Und ich genieße wirklich meinen Abendspaziergang. Es hilft mir beim Nachdenken. Also sagt uns, was ist ein Teil, den ihr genießt? Ist es Frühstück? Ist es mit einer Freundin sprechen? Ist es eine Sendung vor dem Schlafengehen schauen? Bitte schreibt eure Antwort in die Kommentare unten. Wir lesen jede einzelne. Das tun wir wirklich. Es macht uns so glücklich, über euer Leben und eure Übung zu lesen. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr sie dort auch schreiben. Wir versuchen, viele Fragen zu beantworten. Bevor wir gehen, ein großes Dankeschön. Danke, dass ihr diese Zeit mit uns verbracht habt. Deutsch zu lernen ist eine Reise. Und wir sind so glücklich, ein kleiner Teil eurer Reise zu sein. Ihr macht das großartig. Macht weiter. Wenn euch diese Lektion gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Es hilft anderen Lernenden, uns zu finden. Und abonniert Lea Talk, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir machen jede Woche neue Videos. Damit ihr weiter mit uns lernen könnt. Okay, es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und fürs Üben. Tschüss, bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Lea Talk. Passt auf euch auf.